Hallo, liebe StudienanfängerInnen. Ich wünsche euch einen guten Start ins Studium an der Technischen Universität Berlin. Mein Name ist Susanne Henning und ich arbeite bei der Allgemeinen Studienberatung. Speziell bin ich in der Beratungsstelle für Studierende mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen zuständig. Deswegen möchte ich euch in diesem kurzen Video ein paar Informationen zum Thema Studieren mit Beeinträchtigung geben, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt und wo ihr euch genau beraten und informieren könnt. Es kann insgesamt gesagt werden, dass Beeinträchtigungen in Bezug zum Studium gar nicht so offensichtlich erkennbar sind. Die meisten Beeinträchtigungen sind nämlich unsichtbar und sehr vielseitig. Einige Studierende haben zum Beispiel ADHS, Rheuma, Epilepsie oder chronische Schmerzen. Es kann aber gesagt werden, dass etwa 11% aller Studierenden an deutschen Hochschulen eine studiumrelevante Beeinträchtigung hat. Die Mehrzahl dieser Studierenden hat chronische Erkrankungen, psychisch-somatische Erkrankungen oder Teilleistungsstörungen. Dazu zählen zum Beispiel Legasthenie oder Dyskalkulie. Die Erkrankungen an sich, als auch die Medikamente, die Behandlung, als auch die Krankenhausaufenthalte, die damit einhergehen, führen oft dazu, dass die Studierenden nicht regulär am Studiumverlauf teilnehmen können wie andere Studierende. Deswegen und zur Herstellung einer chancengleichen Teilhabe im Studium gibt es verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Für Studierende können zum Beispiel einen Nachteilsausgleich beantragen. Ein Nachteilsausgleich, wie das Wort an sich sagt, geht darum, dass ein individueller Nachteil aufgrund der Beeinträchtigung auszugleichen ist. Das heißt, Studierende haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich in Bezug zum Studium und bei Prüfungen, wenn eine Beeinträchtigung vorliegt. Es geht also nicht um Vergünstigung, sondern wirklich darum, einen Nachteil individuell auszugleichen. Ein Nachteilsausgleich wird in keinerlei Zeugnissen vermerkt. Wie genau ihr einen Nachteilsausgleich beantragen könnt und wie genau das Verfahren aussieht, erfahrt ihr bei uns in der Beratungsstelle, könnt ihr aber auch auf unserer Internetseite nachlesen. Den Link blende ich gleich am Ende des Videos ein. Es ist nun so, dass Nachteilsausgleiche sehr individuell und von der jeweiligen Situation abhängen und deswegen auch individuell beantragt werden. Und es gibt sehr viele verschiedene Formen von Nachteilsausgleichen. Zum Beispiel kann man eine Schreibzeitverlängerung und zusätzliche Pausen beantragen. Stellt euch vor, eine studierende Person hat aufgrund einer schweren Krankheit Medikamente einzunehmen und diese haben starke Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen. Diese Person muss deswegen öfters den Raum verlassen bei Klausuren zum Beispiel. Oder eine studierende Person hat Diabetes und muss ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren und Insulin spritzen. Deswegen verlässt sie auch in Prüfungssituationen öfter den Raum als andere Studierende. Auch ist es möglich, zum Beispiel als Nachteilsausgleich eine andere Prüfungsform zu wählen. Statt einer mündlichen Prüfung zum Beispiel eine schriftliche Prüfung. Studierende zum Beispiel mit einer Sprachstörung oder mit einer Hörbehinderung können dann zum Beispiel anstelle eines Referates eine Hausarbeit schreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, neben dem Nachteilsausgleich eine Integrationsleistung zu bekommen. Integrationshilfen sind zum Beispiel technische Hilfsmittel als auch persönliche Assistenzkräfte. Technische Hilfsmittel können zum Beispiel sein eine Mikroportanlage für Studierende mit einer Hörbehinderung oder bestimmte Tastaturen und Diktiergeräte für Studierende, die nicht schreiben können. Oder für Studierende mit einer Sehbeeinträchtigung Braillezeilen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn technische Hilfsmittel nicht ausreichen, Unterstützung durch persönliche Assistenzkräfte zu bekommen. Dazu zählen zum Beispiel GebärdensprachdolmetscherInnen, als auch Studienassistenzen. Studienassistenz bedeutet, dass eine andere studierende Person die betroffenen Personen dadurch unterstützen kann, dass sie Mitschriften von Vorlesungen und Seminarinhalten anfertigt. Insgesamt ist das erstmal ein grober Überblick
Weitere allgemeine Informationen und allgemeine Beratung bekommt ihr in unserer Studienberatungsstelle. Die Kolleginnen von der allgemeinen Studienberatung sind per E-Mail erreichbar. Alle Fragen, die ihr habt jetzt zum Thema Studium mit Beeinträchtigung, persönliche Anliegen, könnt ihr gerne direkt an mich und meine Kollegin Frau Janine Jamski richten. Frau Jamski ist zugleich die Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen Krankheiten und ist sehr darum bemüht, immer individuelle Lösungen zu finden, egal welche Anliegen es sind. Und wir hoffen sehr, dass ihr einen ersten Einblick bekommen konntet in diesem kurzen Video. Weitere Informationen speziell zu Barrierefreiheit an der TU und Nachteilsausgleich, Integrationsleistungen, weitere Unterstützung bekommt ihr auf unserer Internetseite www.barrierefrei.tu-berlin.de. Gerne wendet euch an uns per E-Mail, schreibt uns, kontaktiert uns. Wir wünschen euch einen guten Start ins Studium. Bis dann. Ciao.